Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Die Idee zur heutigen Folge stammt von André und die Fakten stammen zum Teil von Professor Schifftan. Danke dafür. Heute geht es um die Historie der Vierbeiner. Seit wann leben Vierbeiner und Menschen zusammen? Und hat sich diese Gemeinschaft auf die Evolution der Vierbeiner ausgewirkt? Zum Schluss gibt es wie immer ein Rätsel. Und wenn euch etwas auf dem Herzen liegt, dann schreibt uns doch mal eure Fragen, Wünsche, Anregungen oder Kritik. Und um künftig keine Folge mehr zu verpassen, abonniert doch kostenlos Majas Kanal. Die Fellnase schaut euch erwartungsvoll an. Es ist Zeit zum Spielen und Toben. Ihr packt das Lieblingsspielzeug aus und der Seidentiger kommentiert es ungeduldig mit Miauen und Gurren. Und schon flitzt ihr mit dem pelzigen Wirbelwind quer durch die Wohnung. Die Schnurrnase weiß genau, wann ihr nach Hause kommt und was ihr gleich als erstes macht. Sie geht vorausschauend dorthin und holt sich die erste Ration Streicheleinheiten ab. Danach wird gespielt, dann gefressen und dann ist genüssliches Couching und TV-Programm und ausgiebige Kuschelzeit angesagt. Und schließlich werdet ihr daran erinnert, dass es Zeit fürs Bettchen ist. So oder so ähnlich kennt es der eine oder andere von euch bestimmt. Doch war das bei Katzen und Menschen schon immer so? Seit wann bilden Zweibeiner und die Feliden diese innige Gemeinschaft und sind so gut aufeinander abgestimmt? Genetische DNA-Untersuchungen und archäologische Befunde zeugen davon, dass der Ursprung der Hauskatzen, so wie wir sie heute kennen, im Nahen Osten und Nordafrika liegt. Genauer gesagt in den Wüsten von Ägypten und Libyen. Dies konnte in einer Untersuchung im Jahre 2007 ermittelt werden, bei der das Genom von 1000 Katzen untersucht wurde. Und noch heute ähneln die im Nahen Osten vorkommenden Wildkatzen dieser Urform unserer Hauskatzen am stärksten. Mehr zum Wüstentier Katze erfahrt ihr in unserem Teil 14. Bisher ging man davon aus, dass die alten Ägypter das erste Volk waren, welches den Katzenhype so richtig intensiv verspürte und die kleinen Miniaturraubtiere domestizierte und abgöttisch verehrte. Für die zu Abertausenden gezüchteten ägyptischen Fellnasen war das aber ein zweischneidiges Schwert, welches sie nicht selten sofort nach der Zucht zu spüren bekamen. So wurden sie zu Tausenden wie die Pharaonen balsamiert und als Grabbeigaben im Tal der Könige beigesetzt. 3000 bis 4000 Jahre alte Katzenmumien zeugen von diesem Brauch. Jedoch zeigen die Funde in einem jungsteinzeitlichen Grab, dass die Vierbeiner bereits vor zwischen 10.300 und 9.000 Jahren vertraute Gefährten des Menschen waren. Französische Wissenschaftler fanden 2004 in Chillerokambos auf Zypern eine Grabstätte in einem jungsteinzeitlichen Dorf. In diesem Grab wurden neben einem menschlichen Skelett und diversen Grabbeigaben ein Katzenskelett ausgemacht. Es stammt von einer Wildkatze, die nicht geschlachtet wurde. Vielmehr wurde sie in unmittelbarer Nähe des Menschen mit ihm gemeinsam bestattet. Die Forscher schließen daraus, dass es sich um eine gezähmte Wildkatze handelte. Schon früh erkannten die schlauen Jäger also, dass es von Vorteil ist, sich in der Nähe von menschlichen Siedlungen aufzuhalten. Die Kornspeicher der Zweibeiner waren ergiebige Jagdreviere für Kleinnager. Auch die Menschen hatten etwas davon, da sich so Krankheiten weniger schnell ausbreiteten und die Vorräte vom lästigen Ungeziefer befreit waren. Sie zähmten vermutlich sogar die Wildkatzen. Der Fund der Katze im Jungsteinzeitgrab wird als bedeutender Beleg für diese Theorie angesehen. Doch dieses lange Zusammenleben mit uns Menschen hat im Erbgut der Samtpfoten deutliche Spuren hinterlassen. Das fanden Wissenschaftler von der Washington University School of Medicine in St. Louis heraus. Ganze 5 Regionen im Katzengenom hatten sich verändert. Da die Hauskatzen lediglich als semi-domestiziert gelten, weil sie nicht isoliert von Wildkatzen leben und eigenständig ihre Futterversorgung sichern, erwarteten die Forscher nur geringe Änderungen der DNA gegenüber der DNA von Wildkatzen. Doch staunten sie im Rahmen des Cat Genome Sequencing Projects nicht schlecht, als sie feststellten, dass Gene, die für die Gedächtnisbildung, das Lernen durch Belohnung und die Konditionierung durch Angst zuständig sind, deutliche Unterschiede aufwiesen. Und gerade beim Lernen durch Belohnung ist das GRIA1-Gen beteiligt. Hierdurch werden Glutamatrezeptoren aktiviert, die als bedeutendste Neurotransmitter bei Säugetieren gelten und für die Langzeitpotenzierung zuständig sind. Katzen lernen grob gesagt durch Futterbelohnung lang andauernd.
Mäuse besitzen dieses Gen nicht mehr und bei ihnen funktioniert das Lernen am Erfolg auch so nicht mehr. Weitere für das Belohnungszentrum zuständige Gene sind verändert und sorgen dafür, dass Katzi nicht nur einen Lernerfolg hat und diesen mit Futter in Verbindung bringt, sondern auch noch ein gutes Gefühl dabei bekommt, etwas zu lernen. Eine spektakuläre Entdeckung, wie wir finden. Unsere Samtpfoten haben sich über die Jahrtausende stark an das Zusammenleben mit uns Zweibeinern angepasst und sind ganz neugierig darauf, die Abläufe in der Welt der Menschen zu erlernen. Verstärkt wird dieser Effekt ganz nebenbei aufgrund der genetischen Veränderungen und durch die Futtergabe von uns Dosenöffnern. Katzi hat ein gutes Gefühl beim Lernen und Futtern. Darum bekommt der Mokka jetzt auch eine extra große Portion, weil er schon so viel gelernt hat. Die hat er sich verdient. Und die Maya war heute auch ganz vorbildlich und bekommt auch eine Portion von der Lieblingssorte. Ein Schuss Katzenmilch dazu und das Belohnungszentrum frohlockt. Man kann es sogar gurren und schmatzen hören. Und das war es auch schon für heute. Wie findet ihr die Historie der Katzen? Welcher Teil hiervon hat euch besonders gut oder schlecht gefallen? Schreibt doch mal in die Kommentare. Und wenn euch die Folge überhaupt gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch und teilt uns. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maya den Mondschein. Ihr seid draufgekommen, also können wir es ein wenig schwieriger machen. Ich saß bei einem Glase Wein. Da fiel ein kleines Tier hinein. In was für Wein? Sagt ihr das Tier allein. Wenn ihr das Rätsel herausbekommen habt, dann schreibt doch die Lösung bitte wie immer in die Kommentare. Genauso wie Anregungen oder Videowünsche. Die könnt ihr uns auch mailen oder per WhatsApp schreiben. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal und gebt Maya ein auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.